Der Meister holte den Beutel aus der Tasse und legte ihn auf einen Teller. Er setzte sich vor sie auf ein weiteres Mooskissen in den Schneidersitz und hielt ihr die Tasse in beiden Händen entgegen. Er nickte ihr sanft zu und reichte ihr die Tasse. Sie öffnete ihre beiden Hände und führte sie ihm entgegen. Vorsichtig stellte er ihr die Tasse auf ihre Handflächen. »Was ist das?« Ihr Blick wechselte zwischen der Flüssigkeit und den Augen des Meisters. »Tee.« Seine Augen fingen an zu lächeln. Salika runzelte die Stirn. »Aber…« Sie führte das dampfende Getränk unter ihr Gesicht. »Also doch Wasser.« Sie spürte das Pieksen des Wasserdampfes auf ihrer Haut. »Ich spüre das Wasser in der Tasse nicht.« Der Meister nickte weise. »Probier es mal.« Vorsichtig setzte Salika sich die Tasse an die Lippen. Der Dampf war sehr unangenehm im Gesicht, aber sie nahm einen kleinen Schluck. Ja, es war heiß, sehr angenehm heiß, aber es tat nicht weh. »Tut es weh?« fragte der Meister, der sie genau beobachtete. Sie setzte die Tasse ab und reichte sie zurück. »Der Dampf tut weh, aber der Tee nicht.« »Der Dampf. In Ordnung, damit kann ich leben.« »Was ist das für Tee?« fragte sie erneut. »Ich habe eine Pflanze wachsen lassen, die das Wasser kapseln soll. Es scheint geglückt zu sein.« Erfreut nahm er die Tasse wieder mit beiden Händen entgegen. »Wofür?« Er lachte über das ganze Gesicht. »Damit ich meine Medizin auch für die Forane einsetzen kann. Die Basis davon ist nun mal immer Wasser.« Salika ging ein Licht auf. »Ach so, das heißt, mit dieser Pflanze tut uns eure Medizin nicht mehr weh.« »So hoffe ich.« Er trank nun selbst einen Schluck und schmeckte dem Tee nach. »Erstaunlich.« Salika musste lachen. Er bedachte sie mit einem liebevollen Blick. »Ich möchte dir noch etwas mit auf deinen heutigen Weg geben.« Salika öffnete ihre Sinne ganz besonders. »Ich höre, Meister.« »Bitte schließ deine Augen.« Salika schloss ihre Augen. »Und jetzt nimm einen tiefen Atemzug.« Salika atmete tief ein. Ihr inneres Feuer freute sich darüber und wurde etwas wärmer. »Wie fühlt es sich für dich an, Wasser in dir aufgenommen zu haben?« Salika runzelte kurz die Stirn, atmete noch einmal tief ein und versuchte, das Wasser in sich zu fühlen. Sie seufzte. »Ich spüre es gar nicht.« »Und wie fühlt es sich für dich an, dass du Wasser in dir aufgenommen hast?« stellte er seine Frage noch einmal. Salika schmunzelte. »Sehr mutig.« »Ja, das war es. Vielleicht ist es an der Zeit, dass Feuer und Wasser sich begegnen.« Salika öffnete die Augen. »Ich bin gestern einem Waterlay begegnet.« Der Meister neigte seinen Kopf leicht zur Seite und Salika senkte den Blick. Er war überaus freundlich und ich verstehe nicht, weshalb. »Braucht es denn einen Grund, um freundlich zu sein?« »Naja«, Salika strich sich die Haare nach hinten. »Es war mehr als eine einfache Aufmerksamkeit. Eigentlich war er sogar ganz schön frech. Aber er hat mich durch den Regen geführt und er hat sich darum gekümmert, dass für Shani, Adair und mich in der Pause ein Platz ohne Wasser zur Verfügung steht.« »Ein Waterlay, sagst du?« Er sah sie aufmerksam an. Salika nickte. »Ja.« »Wie sah er aus?« »Er hatte schwarzes Haar und goldbraune Augen.« Der Meister hob kurz die Augenbrauen hoch. »Das ist ja interessant. Hast du demnach den Wettbewerb mit deinen Schwestern gewonnen?« Salika lachte auf. »Es war ganz knapp. Der besagte Waterlay hat auch eine Gruppe, und gegen die müssen wir heute noch einmal antreten.« »Na sowas. Dann sollte ich mich heute dorthin auf den Weg machen«, lachte der Meister. »Ja bitte, sehr gern.«